Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unserer Motorradreise durch Marokko. Wir fahren heute von Nekop durch das Drahtal, eine über 100 Kilometer lange Flussoase mit vielen kleinen Lehmdörfern und Millionen Dattelpalmen. Weiter geht es über Bergzüge des Ibel Saro zur Kasbah Ben Haddou, die als Weltkulturerbe Filmkulisse zahlreicher Hollywood-Filme diente. Unsere heutige Unterkunft, die Kasbah Elous, liegt nur wenige Kilometer davon entfernt. Die tropische Nacht war sternenklar. Die Hitze treibt mich früh zum Sonnenaufgang aus dem warmen Hotelzimmer. Die einheimischen Berber haben ihr Nachtquartier im Freien auf ihren Lehmdächern eingerichtet. Nach dem Frühstück packen wir unsere Maschinen und verlassen Nekop südwestlich in Richtung Drahtal. Noch sind die Temperaturen ganz angenehm. Die wunderschöne kleine Oasenstadt Nekop am Anti-Atlas-Gebirge ist ein idealer Ausgangspunkt, um die atemberaubende Berglandschaft und die tollen Felsformationen zu erkunden. Uns erwartet nun aber eine sehr abwechslungsreiche Steinwüstenlandschaft entlang der Drah. Wir fahren ohne Verkehr die R108 in Richtung Achmas und genießen die Vielfalt der Steinwüste bei sehr angenehmen Temperaturen. Unser Tourguide kennt die alte Straße entlang der Drah und deswegen biegen wir bei Tis in Umas ab und folgen einem vertrockneten Flussbett bis zu unserer ersten Rast. Die Stille hier in der Wüste ist unheimlich, wir genießen jedoch die Einsamkeit. In dieser Region herrscht Wüstenklima. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 28 Grad Celsius, von 17 Grad im Januar bis 41 Grad im Juli. Über das Jahr verteilt fallen nur 110 mm Niederschläge, wobei ca. 30 mm davon im September fallen. Aktuell ist jedoch kein Regen in Sicht. Wir fahren weiter im Drahtal durch viele kleine Lehmdörfer und Dattelpalmenoasen.
So langsam kommen die Berber aus dem Haus, die Kinder gehen zur Schule und die Frauen organisieren das Mittagessen. Die Männer trinken den ersten Tee. Wir werden überall sehr freundlich begrüßt. Apropos Tee, unser Tourguide führt uns zu einer Kasbah nach Tamnu Galt. Hier wollen wir die erste Teepause machen. Ich dachte nie, dass in diesem vergessenen Dorf abseits der Hauptstraße noch ein Hotel bzw. ein Café steht. Doch dank der Ortskenntnis unseres Tourguides haben wir die Kasbah gefunden. Leider ist sie zurzeit geschlossen. Wir entscheiden deswegen, dass wir bis zur nächsten Stadt Aksch weiterfahren. Eine Reiseregel von mir lautet, einfach einmal von der Hauptstraße abbiegen, das lohnt sich immer. Und so sehen wir eine prächtige alte Kasbah, die leider geschlossen hat, aber zum Verweilen einlädt. Das nächste Mal vielleicht. Wir fahren nun wieder weiter zu einer weiteren Palmenoase, wo wir auf dem Weg nach Aksch die Hidra überqueren wollen. Und da ist sie schon, die kleine Brücke über die Dra. Das Flussbett ist jedoch komplett ausgetrocknet. Wir kommen nun in der Kleinstadt Aksch an und werden gleich von spielenden Kindern begrüßt. Bevor wir jedoch ein Café aufsuchen, fahren wir zunächst zu einem tollen Aussichtspunkt, um das Dratal und die vielen Dattelpalmen von oben im Überblick zu sehen. Die Temperatur nimmt langsam aber stetig zu. Ein Kaltgetränk ist jetzt absolut angesagt. Nach einer Rast fahren wir weiter in Richtung Ouarzazate auf ein einsames Felsplateau über zahlreiche Kehren auf den Tissi N'Tiniquf Pass, der ca. 1700 Meter hoch ist. Im Bereich des Plateaus oberhalb der Straße möchte man sich wirklich nicht verlaufen. Das Ödland hier
ist wirklich in alle Richtungen. Von der Passstraße aus kann man immer wieder in eine wunderschöne Schlucht blicken, in der auch ein paar Palmen die Dürre überlebt haben. Während ich immer wieder zum Fotografieren anhalte, ist die Gruppe bis zum nächsten vereinbarten Treffpunkt weitergefahren. Ich genieße es ganz alleine mit dem Motorrad unterwegs zu sein und könnte stundenlang hier in der Steinwüste cruisen. Die Tore der Stadtgrenzen zeigen an, dass Ouarzazate nicht mehr weit entfernt ist. Ich treffe die Mitreisenden kurz vor der Stadt und wir fahren weiter in Richtung Aït Ben Haddou. Das traditionelle und bewohnte Berberdorf diente zahlreichen Hollywood-Filmen als Kulisse. Unter anderem drehte man hier den Gladiator und Game of Thrones. Dass sich in der Nähe eine große Filmindustrie angesiedelt hat, ist nicht verwunderlich, wenn man sich die Liste der Spielfilme, die hier gedreht wurden, anschaut. Aït Ben Haddou ist geprägt durch Wohnbauten aus Lehm, die von Berbern des Ben Haddou-Stammes bewohnt werden. Die Altstadt gehört seit 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird seitdem geschützt und restauriert. Heute wohnen in dem Ort ca. 2500 Einwohner. In der Altstadt siedelten wohl zur Blütezeit bis zu 1000 Menschen. Die Altstadt ist von der Neustadt durch den Fluss Asif Mellah getrennt. Eine Brücke verbindet beide Orte miteinander. And I have another family without necklaces, without onyx. Just simple, like bundle. And this comes up for anti-rheumatism. Yeah, copper. This is good for health and it gives you. Schon von weitem kann man die roten Lehmbauten erkennen. Die Anlage gilt als eine der schönsten in ganz Europa und wird deswegen oft als Filmkulisse verwendet. Nach ein paar Kilometern kommen wir mit einem gerissenen Gaszug in unserem Hotel an. Wir genießen den hoteleigenen Pool, relaxen bei Kaltgetränken und erkunden die schöne Kulissenstadt in der Nachbarschaft.
Genau hier spielten viele Szenen von Game of Thrones. Die Dorfbewohner erzählen uns voller Stolz, dass sie als Statisten mit ihren Kamelen mitspielen durften. Das war wohl eine aufregende Zeit. Wir lassen den Nachmittag bei einem tollen Essen ausklingen und freuen uns schon auf den letzten Tag unserer Rundreise, der uns wieder nach Marrakesch zurückführen wird. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Dann würde ich mich auch über einen Like freuen und lasst ein kostenloses Abo da, damit ihr nicht die nächsten Reiseberichte mit dem Motorrad verpasst. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.